Ich hab dauernd diesen Frozen-Scheiß im Ohr. Wie oft Hat euch aber gefallen, oder? Ja, natürlich. Aber wie oft warst du jetzt da drin? Zweimal. Ah, es geht ja noch. Das ist also nicht zweimal. So, Freunde der Sonne, wir sind wieder in den Universal Studios in Hollywood, obwohl wir gerade eben noch in Disneyland waren. Oh mein Gott, wie geht das denn? Indem man Bus fährt. So, und wir sind hier Halloween-mäßig. Auf der Seite gehen gerade alle Leute raus, die normal heute im Park waren. Auf dieser Seite gehen alle Leute rein, die Early Entry haben. Fragt mich nicht, warum wir Early Entry haben. Ich glaube, wir kommen dann überhaupt weiter. Gucken wir jetzt mal. Wir müssen uns erstmal orientieren, was hier wie geht. You're clear, you can go. Einmal durch die ganze Maze gesprungen. So, Trick or Treat war die erste Maze, die wir gemacht haben. Ja, schön gestaltet. Aber jetzt irgendwie nicht dieser Wow-Effekt. Aber auch die erste, ne? Das ist ein echtes Filmset. Ride Review goes Hollywood mit einem original echten Hollywood Filmset in den Universal Studios. Und wie die von der Seite aussehen, das wollt ihr gar nicht wissen. Ich zeig's euch trotzdem. Nein. Illusionszerstörer. Guck mal, und die ist jetzt noch geschlossen. Die Maze. Die steht überhaupt nicht am Start, die steht doch gar nicht dran. Die steht oben nicht dran für den Weg hier runter. Das ist noch Poltergeist, Purge und Blumenhaus. Good morning. Nachdem wir Blumhaus gemacht haben, was dekorationsmäßig im ersten Dreiviertel sehr gut war, machen wir jetzt The First Purge. Ja, die Puppen sind richtig crack. Das ist hier Universal, das ist ein scheiß Filmstudio, Mann. Plastik-Backstein in Hollywood.
What did you say? So, die letzten beiden Mails und die Scare Zone. Die letzten beiden Mails Poltergeist und The Purge. Ja. Na, The First Purge. Ich sag dir Bescheid. The First Purge war auch wieder gut gestaltet zwischendurch, aber man merkt halt, dass einfach alle gleich aufgebaut sind. Also sie haben einfach das gleiche Grundgerüst. Irgendwann am Ende kommen immer 5 Ecken, wo sich einer versteckt und rausspringt. Ja, aber alles schwarz. Und alles schwarz, genau, mit Vorhängen und so, ja. Ja, das dreimal jetzt. Ja, und die Sachen, die gestaltet sind, sind auch wirklich schön gestaltet. Teilweise auch in verschiedenen Mails jetzt gewesen, wo die Szenen auch ruhiger waren, nicht so die Splatter. Das war besser. Aber ich muss sagen, also Universal-Niveau ist das für mich halt nicht. Ne? Also es ist super, aber es ist hier ein Filmstudio und irgendwie kriegt man davon nicht so viel mit. Ja, Kongaline, Schrecker ist so semi-mäßig. Ja, so. Oh, ja. Vorsicht. Watch your step. Ja, die sind auch schon längst fertig. Dann waren wir in der Scare Zone. Das fand ich ein bisschen komisch, weil da war sogar so eine Q-Line für. Und da mussten wir uns anstellen und das war ein richtig abgesperrter Bereich. Und es war anscheinend so ein Holiday-Thema. Ja, weiß ich nicht. Habe ich irgendwie keine Meinung zu. Also erschrecken können die nicht wirklich. Nein. Also gar nicht. Die machen halt immer nur so in dein Gesicht und alle haben ein Messer in der Hand. Wow. Remain seated at all times. Keep your arms and legs inside the vehicle. And folks, if you have any sort of emergency, please pull the red cord on the ceiling. Remain seated. I'll be over to assist you. Also, don't forget. Did you miss me? I said, did you miss me? Golly gosh, boys and girls, I sure missed you. Fortunately, I'm gonna have to drop you off here. This is as far as we can take you. Now, you're gonna have to walk through that maze. I hope to see you on the other side. If you survive. Voll in die Fresse.
bei Stranger Things, nachdem wir auch die Trump-Tour gemacht haben, Terror Trump, und wir waren bei Universal Monsters. Und es musste auch jetzt bei der neuesten Maze wieder sein, dass am Ende diese schwarzen Kisten kommen mit den schwarzen Ecken. Aber ansonsten ist das echt richtig gut gemacht. Ich habe keine Ahnung von Stranger Things, aber es ist auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Maze. Eine haben wir noch. Das hier ist übrigens eine Scare Zone.